Marian Grunden ist bei mir im Studio. Marian, du hast dir die ganzen Ergebnisse nach der Brandenburg-Wahl nochmal angeschaut und bist da auf eine besondere Klientel auch eingegangen. Ja, absolut. Man muss sich da auf jeden Fall mal die jungen Wähler anschauen, denn dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, was die SPD ja gewonnen hat, das ist bei den jungen Wählern ganz anders ausgegangen. Und dann wollen wir uns auch noch mal schauen, wo die Wähler herkamen und wo sie hingewandert sind. Blicken wir zunächst mal auf die 16- bis 24-Jährigen. Denn anders als in Sachsen und Thüringen durften hier nicht erst ab 18 gewählt werden, sondern eben ab 16. Und wir wollen uns mal anschauen, ob sich dieser Trend verstetigt, den wir ja schon bei den anderen Ostwahlkämpfen gesehen haben, beziehungsweise Wahlen gesehen haben, dass die jungen Leute rechts wählen. Und ja, auch in Brandenburg, muss man sagen, hat die AfD bei den 16- bis 24-Jährigen stark gepunktet. 31% der 16- bis 24-Jährigen haben die AfD gewählt. Den Wahlsieger, die SPD, den wollten tatsächlich nur 19% wählen. Und auch bei der CDU sieht es mau aus. 9% haben sich da bei den jungen Wählern nur für die CDU entschieden. Man merkt also, die etablierten Parteien, die punkten vor allem bei den älteren Wählern. Und auch dieses Ultimatum von Dietmar Woidke, das hat natürlich bei den älteren Wählern verfangen, bei den jungen Wählern allerdings überhaupt nicht. Wir wollen uns aber auch noch mal den Wahlsieger anschauen, die SPD, und zwar, wo die Wähler herkamen und wo sie auch hingewandert sind. Und da fällt etwas sehr, sehr Interessantes auf. Wir sehen hier natürlich von der CDU 13.000, von den Linken sind relativ viele rübergewandert. Bei den Lichtwählern konnte die SPD vielleicht auch durch dieses Ultimatum tatsächlich stark punkten. 51.000, die da zur SPD gegangen sind. Aber besonders interessant eben hier die Grünen. 47.000 Grünen-Wähler haben sich entschieden, diesmal die SPD zu wählen. Das mag Dietmar Woidke den Sieg gesichert haben, aber dieser Abfall der grünen Wähler führt natürlich zu einem Problem. Dietmar Woidke wird es schwer haben, eine Koalition zu bilden, denn die Grünen, mit denen er ja koaliert hat, stehen nicht mehr zur Verfügung. Sie sind nicht im Landtag drin. Natürlich hat die SPD auch ein bisschen was verloren, minus 13.000, also an die AfD. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht, das konnte relativ stark bei SPD-Wählern punkten. 26.000 haben diesmal ihre Stimme beim BSW gemacht. Schauen wir aber auch auf die zweitplatzierte Partei, die AfD. Denn auch hier sind interessante Zahlen, die wir uns anschauen wollen. Hier sieht man, dass von der CDU sich 21.000 entschieden haben, die AfD zu wählen, hatten also da auf die deutlich rechtere Version gesetzt. Die Linke 6.000, die Freien Wähler 7.000, Nichtwähler, da auch konnte die AfD richtig stark mobilisieren. 79.000 Nichtwähler hat man hier mobilisieren können. Die haben alle für die AfD gestimmt. Von der SPD kamen 13.000 Stimmen und selbst von den Grünen, wo man es ja eigentlich nicht erwarten würde, haben sich 3.000 Wähler entschieden, dann doch die AfD zu wählen. Und die AfD hat auch verloren, allerdings nicht an die etablierten Parteien, sondern an diese neue Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, und zwar satte 16.000 Stimmen. Also wir sehen es, da ist deutliche Dynamik drin gewesen, aber vor allem die jungen Wähler, die wählen mittlerweile stramm rechts. Und da wird man sehen, ob sich dieser Wahltrend dann auch in der Bundestagswahl vielleicht verstetigen wird. Marian Grunden, Dankeschön.